Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 6. Oh nein, Sie sind hier, was soll ich jetzt tun? Alex an mich hier sehen, ich muss etwas tun. Martin ist hier, er war unter der Dusche, ich muss etwas tun, ich muss Alex ablenken. Woran denkst du? Ja, Schatz, du hast recht, Gott sei Dank bist du hierher gekommen, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Warum bist du so gut aussehend? Du bist die schönste Person auf der ganzen Welt. Du solltest ein Model sein, Schatz. Kannst du bitte deine Augen schließen? Ich möchte dich küssen. Sicher. Ich warte. Alex, Darling, ich möchte dir etwas sagen, ich werde dich bald heiraten, ich möchte bei dir bleiben. Ich werde nicht länger in dieser Wohnung bleiben, ich liebe dich sehr. Wirst du wirklich bei mir bleiben? Ich freue mich sehr, das zu hören. Ja, ich werde bei dir bleiben. Du kannst das Badezimmer benutzen. Ich werde im Schlafzimmer auf dich warten. Okay, Süße. Hallo Martin, wo bist du? Ich gehe nach Hause. Ich hatte heute große Angst. Er war so nah. Danke, dass du die Situation gemeistert hast. Oh, Gott sei Dank, gut. Ich werde morgen mit dir sprechen. Alex ist hier, pass auf dich auf, Liebling. Pass auf dich auf. Süße Träume und gute Nacht. Amanda, geht es dir gut? Was ist mit dir passiert? Ich bin sehr müde, mein Baby muss sich ausruhen. Ich möchte schlafen, Alex. Wir sollten ins Krankenhaus gehen. Nein, ich werde in Ordnung sein. Ich möchte mich nur ausruhen, okay? Pass auf dich auf, Liebling. Ich muss jetzt gehen, ich werde dich morgen sehen. Meine Süße, jemand hat dir diese Datei geschickt. Wer kann das schicken? Lass mich diese Datei sehen, Mama. Was ist passiert, Lena? Geht es dir gut? Alex hat mir die Scheidungspapiere geschickt. Er hat die Papiere unterschrieben. Er hat mich nie geliebt. Lena, wir wussten, dass es passieren würde. Er liebt dich nicht mehr. Du musst stark sein. Du warst in einer toxischen Beziehung. Es ist gut für dich. Lena, sieh mich an. Du musst die Papiere auch unterschreiben. Ich bin bei dir, er hat dich betrogen.
Er hat dich hinausgeworfen. Denk nicht mehr an ihn. Du hast recht, Mama. Ich muss an Julia denken. Sie braucht mich. Ich werde dieses Kapitel schließen. Ich bin keine schwache Frau. Mütter sind stark. Ich werde Frühstück für dich machen. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, Martin, ich verlasse diese Wohnung. Ich werde ab jetzt bei Alex bleiben. Du kennst unseren Plan, er denkt, dass ich schwanger bin. Ich will nur sein Geld. Wie werden wir uns treffen, mein Schatz? Ich kann dich nicht in seinem Haus treffen. Es ist kein großes Problem, wir werden uns bald treffen. Er geht jeden Tag zur Arbeit, er kommt am Abend zurück. Ich werde es dir später sagen. Hör zu, Martin, ich muss jetzt gehen, ich werde dich später anrufen. Pass auf dich auf. Es ist Zeit, zur Schule zu gehen. Ich werde dich absetzen. Los geht's, meine Süße. Nein, Lena, du kannst in diesem Zustand nicht gehen. Ich werde Julia absetzen. Du musst zu Hause bleiben. Mach dir keine Sorgen. Ich muss auch Lebensmittel kaufen. Ich werde sie absetzen. Okay, Mama, vielen Dank. Los geht's, Julia, meine Süße, deine Schule wartet auf dich. Hab einen schönen Tag, Julia. Ich werde dich auch abholen. Du solltest jetzt gehen. Okay, Oma, pass auf dich auf. Vielen Dank, mein Schatz. Wir werden zusammenbleiben. Ich kann mein Glück nicht in Worte fassen. Ich fühle mich sehr glücklich, außerdem habe ich meine Wohnung verlassen. Ich liebe dich sehr, mein Schatz. Amanda, ich gehe zur Arbeit. Ich habe heute ein wichtiges Meeting. Ich werde dich am Abend sehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Pass auf dich auf. Es ist in Ordnung, ich kann es verstehen, mein Schatz. Ich werde auf dich warten, ich weiß, dass Arbeit sehr wichtig ist. Hab einen schönen Tag. Du auch. Pass auf dich auf, mein Schatz. Verrückter Liebhaber, ich werde dich vernichten, ich brauche nur dein Geld, ich werde dein gesamtes Vermögen an mich reißen. Ich muss meinen Schatz anrufen. Hallo, Liebling. Was machst du? Ich vermisse dich so sehr. Ich vermisse dich auch, ich bin im Fitnessstudio. Bist du bei Alex' Haus angekommen? Ja, Martin, ich bin hier. Er hat ein riesiges Haus. Ich bin allein zu Hause, kannst du kommen? Alex ist bei der Arbeit.
Er wird am Abend kommen. Nein, er kann jederzeit kommen. Er wird uns erwischen. Er ist letzte Nacht zu deiner Wohnung gekommen. Ich möchte kein Risiko eingehen. Ach komm schon, Martin, das war nur ein Zufall. Er wird bis zum Abend nicht zurückkehren. Ich warte, komm schnell. Okay, Süße, ich verlasse das Fitnessstudio. Wer ist draußen? Warte kurz, ich komme. Hallo, Herr Thomas. Wie geht es dir, Lena? Wo ist deine Mutter? Ich bin gekommen, um die Miete zu kassieren. Sie hat nicht bezahlt. Ich bin auch letzte Woche gekommen. Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Hat sie letzten Monat bezahlt? Ja, sie hat bezahlt. Mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Einen schönen Tag noch. Oh Gott, Mama ist besorgt. Gott hilf uns. Guten Nachmittag. Hallo Julia, was kann ich dir heute geben? Ein Gemüsesandwich und einen Apfel bitte. Sicher, möchtest du noch etwas? Nein, danke. Julia, du hast nicht genug Guthaben. Hast du Bargeld? Ich habe kein Bargeld. Mach dir keine Sorgen. Ich bin nicht hungrig. Ach komm schon, Julia, ich hab Hunger. Wenn du kein Geld hast, kannst du gehen. Dein Vater kann dich nicht ernähren. David, du darfst nicht so reden. Julia Liebling, ich kann für dein Essen bezahlen. Nein, danke, ich bin nicht hungrig. Papa, warum hast du uns verlassen? Ich habe Schmerzen und ich bin sehr hungrig. Oh Gott, hilf mir, mein Gott, hilf mir. Meine Mama ist auch traurig und ich werde dir nie vergeben, Papa, denn du hast uns sehr verletzt. Ich habe Spaß. Ich habe Hunger. Möchtest du etwas? Nein, danke, ich bin in Ordnung, ich muss nur die Toilette benutzen, ich bin müde. Nein, Liebling, bitte tanz mit mir, geh nicht weg, komm her, ich möchte dich küssen. Nein, ich muss wirklich auf die Toilette, entschuldige mich, Amanda. Martin, du siehst besorgt aus, ist alles in Ordnung? Ich muss die Toilette benutzen, ich bin gleich wieder zurück. Okay, du kannst gehen, lass mich dich küssen. Martin, hast du gerade gepupst? Es tut mir leid, ich konnte es nicht kontrollieren, ich muss wirklich auf die Toilette gehen. Julia, wie war dein Tag? Sollen wir nach Hause gehen? Ja, ich möchte nach Hause gehen.
Julia, mein Schatz, warum weinst du? Bitte sag mir, was passiert ist. Hat dich jemand in der Schule geärgert? Ich kann dich nicht traurig sehen. Sie war in Ordnung. Julia, sag deiner Mama etwas. Warum weinst du? Ich hasse meinen Vater, ich werde ihn nie treffen. Ich bin sehr hungrig, ich habe mein Mittagessen nicht gegessen. Ich hatte nicht genug Guthaben auf meinem Konto. Alle haben mich ausgelacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.